Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School machen wir ein bisschen Power Skating. Wir machen den Dreierlauf. Es kommt ursprünglich aus dem Eiskunstlauf, aber es ist mittlerweile sehr populär bei Power Skating Coaches und es ist eine von den Übungen, die meinen Spielern am meisten Spaß macht. Am Anfang ist der Ablauf ein bisschen schwer zu lernen, aber wenn man das richtig hat, macht es Klick und man ist stolz drauf, dass man es machen kann. Auf geht's! So, jetzt kommen wir zum Ablauf. Denkt daran, rechtes Bein, rechte Kurve und man dreht sich auch noch dazu nach rechts. Rechtes Bein, rechte Kurve, drehe mich nach rechts. So, jetzt habe ich tatsächlich einen einzigen Dreierlauf geschafft. Nur, wir wollen mehrere hintereinander machen. Das heißt, nach der Drehung nach rechts muss ich abstoßen in der Mitte. Und dann gehe ich in die andere Richtung. Linkes Bein, linke Kurve und ich drehe mich auch nach links. Damit man richtig abstoßen kann, muss man die Hüften etwas aufmachen. Kommen so in offene Hüftposition und dann aus dieser Position muss ich abstoßen, damit ich in eine andere Richtung fahren kann. Anfangs wollen viele Spieler springen, weil sie sich nicht trauen, von der Außenkante auf der Innenkante zu gehen. Das ist anfangs okay, es sieht ungefähr so aus, nur damit man das Gefühl bekommt für den Ablauf. Aber am Ende wollen wir doch den Fuß aufs Eis behalten. Um das zu machen, muss man sein Gewicht etwas auf die Zehspitzen verlagern. Auf der Ferse kann man sehr schwer drehen. Da verhakt man sich meistens ins Eis. Mein Gewicht verlagert sich etwas auf meine Zehspitzen. Auf die Zehspitzen kann ich immer ganz leicht drehen. Um einen richtig sauberen Dreierlauf zu machen, wollen wir versuchen, so wenig wie möglich dabei abzubremsen. Ich weiß, ich bremse immer noch selber ein bisschen ab. Das sollte man versuchen zu vermeiden. Am Anfang ist es okay, wenn man es so macht. Da hört man mich die ganze Zeit bremsen, aber am Ende wollen wir dieses Bremsen so wenig wie möglich hören. Das passiert nur, wenn man gleich bevor man dreht, ein bisschen Gewicht ablässt und auf die Zehspitzen geht. Man kann den Dreierlauf natürlich den Eisbahnen entlang machen. Da habe ich aber hier zu wenig Platz dafür. Und wenn man es gut gemeistert hat, kann man es ein bisschen schwerer machen, indem man es mit einem Puck macht. Versucht dabei nicht so viel zu mischen, sondern den Puck immer sanft zu schieben. Sieht so aus. Das war's zum Dreierlauf bei Marcel's Hockey School. Wie gesagt, eine meiner Lieblings-Kantenarbeit-Übungen. Es ist super gut für das Koordination, macht viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht auf Like oder Abonnieren zu klicken. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.